Sowas hasse ich ja nach dem Geschirrspüler, ne? Die muss ich auf jeden Fall sauber machen. Und so reinige ich immer meinen Geschirrspüler. Das heißt, ich nehme die Sachen raus und jetzt packe ich einen Tab rein. Lasse es einmal durchlaufen. Ich hatte jetzt gerade mal geschaut, irgendwie war das Salz schon wieder alle. Und hier drin war eine Scherbe. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen ist. Die muss ich jetzt mit so einem Schraubenzieher zerkleinern. Naja, auf jeden Fall lasse ich den jetzt dann erstmal nochmal durchlaufen, sich selbst reinigen. Ist immer ganz praktisch. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Da bin ich wieder. Der letzte Vlog war ja mein London-Vlog und es ist jetzt schon über einen Monat her. Und irgendwie, ich wollte eigentlich Videos drehen, aber ja, ich habe dann angefangen, dann habe ich wieder aufgehört. Ich wollte eigentlich so Themenvideos machen, jetzt keinen Vlog, sondern wo ich euch so ein paar Sachen zeige oder über Sachen spreche. Aber irgendwie fühle ich das einfach gar nicht mehr, mich da hinzusetzen und über irgendwas zu reden. Sondern ich fühle eigentlich nur diese Vlogs. Genau, und deswegen dachte ich, packe ich Sachen, über die ich sprechen wollte, in diesen Vlog hinein. Wir haben heute Samstag, den 24.02. Was irgendwie witzig ist, aber wenn ich überlege, vor 2 Monaten war Weihnachten. Und jetzt dauert es nochmal 10 Monate, bis wieder Weihnachten ist. Und wir haben noch nicht mal Sommer. Und ich mache mir darüber schon Gedanken. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall haben wir heute den 24. Ich habe so semi-gut geschlafen. Ich bin schon sehr früh wach geworden. Mal wieder. Und ja, habe dann jetzt hier, habt ihr ja gesehen, nebenbei so ein bisschen schon aufgeräumt. Aber jetzt werden wir eine große Runde spazieren gehen. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade in meinem Sporty Spice Modus. Ich mache gerade super viel Sport und ich habe auch schon 4 Kilo abgenommen, worüber ich sehr dankbar bin. Und ich habe nämlich ich wollte ja eigentlich schon Anfang des Jahres was verändern. Noch gesünder essen, mehr Sport machen, abnehmen. Hat nicht so gut funktioniert, gerade London war Horror. Ich habe in London wirklich gefressen, habe ich das Gefühl. Also selbst aus Langeweile habe ich gegessen. Und ich muss dazu sagen, seit der Corona-Zeit habe ich insgesamt 10 Kilo zugenommen. Man sieht das immer nicht bei mir so doll, weil ich halt groß bin und es sich auch gut verteilt. Ich habe mich aber unwohl gefühlt und ich habe in der Zeit auch immer wieder versucht abzunehmen. Ich habe Diäten gemacht. Ich habe meine Low-Carb-Diäten wieder gemacht und nichts hat funktioniert. Ja, und dann meinte meine Mutter zu mir irgendwann, ja, fang doch an, Kalorien zu zählen. Und dann habe ich gesagt, das brauche ich nicht, ich esse gar nicht so ungesund, tue ich auch nicht. Also ich esse diese gute Fette, viel Gemüse, Proteine. Und dann habe ich mir jetzt eine App runtergeladen, Anfang Februar. Und ich habe von einem auf den anderen Tag damit angefangen. Ich habe dort eingegeben, was ich wiege, wie viel ich abnehmen möchte, etc. Und die App macht das halt für einen. Und ja, wir haben jetzt fast Ende Februar und ich habe 4 Kilo abgenommen. Außerdem motiviert die App mich total, weil ich halt durch Sport oder durch Spazierengehen kann man sich Kalorien halt auch dazu verdienen. Und ich mache ja eigentlich viel Sport, das wisst ihr. Also ich gehe mindestens 2-3 Mal die Woche joggen, dann versuche ich 2-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und jetzt durch diese App motiviert mich das noch mehr. Also ich lasse zum Beispiel auch das Auto stehen und laufe dann mal zum Supermarkt oder laufe zum Fitnessstudio. Und vor allem habe ich jetzt auch, also ich war ja nie so jemand, der sich mit Kalorien beschäftigt hat, ne? Und es war auch kein Wunder, dass ich zum Beispiel, wo ich diese Low-Carb-Diäten gemacht habe, nicht abgenommen habe, denn meine Kalorienzufuhr war viel zu hoch. Das hat Max auch schon immer gesagt, aber ich habe da nicht so drauf gehört. Er hatte mal wieder recht. Auf jeden Fall, also hat immer recht meistens. Auf jeden Fall, alleine die eine Avocado, die ich mir jeden Tag reingehauen habe, hat ja schon 500 Kalorien. Und ja, es ist ein gutes Lebensmittel, aber trotzdem war das alles viel zu hoch. Und jetzt ist mein neuer bester Freund die Waage. Ich wiege alles ab und es ist ganz toll, dass in der App siehst du dann halt,
wie viel Gramm, wie viel Kalorien das ist. Und das Krasse ist, ich habe sogar abgenommen, obwohl ich sogar in der Zeit, und das war, was ich vorher immer gemacht habe, dass ich halt immer zum Beispiel Süßigkeiten, darf ich nicht essen, und ich habe sogar jetzt in der Zeit Süßigkeiten gegessen, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich in Maßen. Ich habe es dann abgewogen und das war dann wie für eine Belohnung für mich und ich habe mich drauf gefreut. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich bin jetzt wieder mehr satt. Also ich bekomme auch wieder ein Sättigungsgefühl nach dem Essen, weil ich auch nicht mehr so riesige Portionen in mich reinhaue und das alles abwiege. Und ja, und ich finde es super. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall nochmal 4 Kilo, dann ist halt auch gut. Und dann werde ich meine Kalorienzufuhr wieder erhöhen auf das, was ich täglich zu mir nehmen darf. Und will versuchen, also ich werde das auf jeden Fall weitermachen, weil ich glaube, dass es etwas ist für mich, was gut funktioniert, weil ich halt auf nichts verzichten muss, ich nicht das Gefühl habe, ich muss auf was verzichten. Auf jeden Fall, die App heißt Arise, nichts gesponsert, die habe ich mir selber runtergeladen. Ich habe die erst kostenlos genutzt und dann habe ich halt so ein Einjahres-Abo abgeschlossen. Das sollte irgendwie 38 € kosten, finde ich ein bisschen viel, aber die haben mir dann immer wieder so Angebote gemacht und ich habe dann 40% bekommen. Also ich habe jetzt 20 € bezahlt fürs Jahr, also irgendwie 1,80 dann im Monat. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Man muss das auch nicht machen, aber ich wollte halt auch gerne Lebensmittel anlegen und ich wollte zum Beispiel auch meine Tage rückwirkend mal gucken. Wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Ich muss dann nochmal zu Rossmann. Ich mache jetzt eine Riesenrunde. Es ist halt so, dass ich diese Woche jetzt keinen Sport machen kann, weil ich hatte gestern eine Beauty-Behandlung und die Ärztin hat mir gesagt, ich soll bitte eine Woche warten und keinen Sport machen. Ja, das heißt, dann werde ich das jetzt versuchen, wenigstens durch Spazierengehen reinzuholen. Das heißt, ich werde heute eine Runde spazieren, gehe dann zum Rossmann, hole die Sachen und zum Lidl muss ich kurz. Ja, und dann kommen wir wieder nach Hause und ansonsten wollte ich dann heute hier noch ein bisschen weiter putzen. Da wollte ich mich fertig machen. Und dann sind wir heute Abend auf eingeladen. Ein Arbeitskollege wechselt die Abteilung und ja, die machen da so eine kleine Feier. Da werden Max und ich auf jeden Fall hingehen. Und ich wollte euch mal mein aktuelles Tages-Make-up zeigen, denn das waren so die Videos, die ich drehen wollte und das will ich auf jeden Fall heute auch mit in den Vlog reinpacken. Ich habe übrigens bei New Yorker diesen bequemen Jumpsuit bekommen, mit Reißverschluss vorne und der ist echt schön. Ich liebe ja solche Jumpsuit-Geschichten, aber nur, wenn man die vorne aufmachen kann, weil wenn du das hinten machen musst, ist der Horror. Und was halt, weil das Tolle ist, du bist halt angezogen, ne? Von oben bis unten. Du musst dir nicht Gedanken drüber machen, was ich unten an, was ich oben an, bist komplett angezogen. Aber es ist immer so ein bisschen weird, wenn man halt auf die Toilette geht und man sich dann komplett ausziehen muss und so fast nackt dasteht. Und wenn die hinten zum Öffnen sind, Horror, da musst du immer jemanden fragen. Deswegen gucke ich halt immer, weil bei mir ist so, ich trage immer nur Klamotten, die ich mag, die bequem sind. Und sexy, aber sobald es unbequem wird oder kompliziert, dann ziehe ich die Sachen nicht an. Deswegen achte ich immer darauf, dass ich die halt vorne aufmachen kann. Das ist der Tipp zum Samstag. Ach ja, ich merke immer wieder, spazieren gehen mir richtig gut tut. In die Natur zu gehen, das beruhigt mich irgendwie total. Naja, auf jeden Fall drehe ich jetzt mal eine Runde und von da aus gehen wir dann zum Lidl und zum Rossmann und dann wieder nach Hause. Und dann hoffe ich, dass ich mein Tagessoll an Kalorien, was ich durch Bewegung verbrennen soll, verbrannt habe. Ja. Wisst ihr, was total traurig ist? Die müssen ja hier diese Straße verbreitern. Und ja, wie man sehen kann, haben alles weggehauen. Alle Bäume, die hier seit Jahrzehnten standen. Guck mal, es sieht aus wie nach dem Krieg. Und es geht noch weiter. Die andere Seite wird auch noch weggehauen. Und ich hatte gedacht am Anfang, dass sie nur so ein bisschen an der Straße die Bäume wegnehmen, aber dass die alles zerstören, ist schon traurig. Nur damit es da einen Standstreifen gibt, weil es irgendwie eine Bundesstraße ist. Ja, haben auch ganz viele Leute gegen demonstriert, aber war nichts zu machen. Und that's it. So, ich bin wieder zu Hause. Ich bin jetzt
1,5 Stunden spazieren gewesen und noch einkaufen. Und ich habe jetzt 300 Kalorien verbrannt. Wenigstens etwas. Aber meine 400 habe ich immer noch nicht voll. Und bei den kleinen Lidl-Häuschen hier, guck mal, was habe ich geholt? Eine Avocado. Ich liebe diese High-Protein-Puddings. Die haben auch wenig Kalorien. Also der ganze hat nur 150 Kalorien. Deswegen, ich liebe die immer so zwischendurch als Snack, Schoko oder Grieß. Ich liebe die Vollkorn-Tortilla-Wraps. Ich mache da immer gerne so mir Wraps mit einer halben Avocado, nicht zu viel. Und ganz viel Gemüse und ein bisschen Feta, aber auch nicht so viel. Und übrigens kann ich euch empfehlen, wisst ihr, wo das losging mit der Inflation? Und so habe ich angefangen, diese Apps mir runterzuladen von den Läden, also Rossmann und Lidl und sowas. Und damit kann man wirklich sparen. Also ich habe jetzt bei dem Einkauf auch mindestens fast 5 Euro gespart, weil ich mit dieser Lidl Plus Karte, man ist ja da einfach nur angemeldet und kann dann die Coupons nutzen, aber durch die Coupons habe ich gespart. Dann habe ich hier noch Tomaten. Ich liebe dieses Brot, das ist auch okay von Kalorien her. Ich bin jetzt die Kalorien-Queen. Dann hier, die mag ich super gerne. Allgemein, wir essen ja keine normale Wurst mehr, nur noch diese. Und finde ich richtig gut. Und diese finde ich auch gut. Und da gibt es verschiedene von. Und ich liebe das mit Kürbis. Und das habe ich noch nicht probiert. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Und davon nehme ich meistens so eine halbe Tüte. Und das reicht mir halt. Und das habe ich umsonst bekommen mit der App. Ich mag die zwar nicht, aber für Max ist das ganz gut, ja. Bananen. Of course, mein Kaffee und eine Zitrone. Und das war mein Lidl-Einkauf. Jetzt räume ich das ein. Und ich glaube, dann wollte ich mich eigentlich fertig machen. Ich merke aber gerade, dass ich richtig müde werde. Ich werde danach erstmal jetzt was essen. Und dann, weiß nicht, vielleicht mache ich sogar noch Mittagsschlaf. Irgendwie fühle ich gerade einen Mittagsschlaf. So, wir haben abends, ich habe dann heute noch ein Set aufgenommen, ein Disco-House-Set. Das habe ich auch schon, werde ich morgen auf Soundcloud hochladen. Habe ich euch unten, ist ja auch mein Profil hier markiert. Und ich werde mich jetzt fertig machen. Ich will dabei aber Musik hören und nicht so viel quatschen. Deswegen werde ich euch dann die Produkte so einblenden. Das ist halt mein Alltags-Make-up, was ich jetzt mache. Also für mich gibt es eigentlich nur noch einen Look. Den schminke ich für alles. Ich bin halt so unmotiviert, also so mit früher, mit 1000 verschiedenen Looks. Das mache ich schon ganz lange nicht mehr. Und ja, das schminke ich jeden Tag, egal zu was. Party, Hochzeit. Naja, Hochzeiten gehe ich gar nicht so viele, aber auf jeden Fall ist das mein Signature-Look. Und that's it. Ja, und zwar habe ich mich schon eingecremt. Das ist der Primer, den ich aktuell verwende. Glow & Shine Primer. Finde ich ganz gut. Ist halt ein Primer, nichts Besonderes. Make-up nehme ich mein Lieblings-Make-up seit gefühlt 100 Jahren von Catrice, das Liquid Camouflage. Das ist für mich einfach, für meine Haut immer noch, was ist denn hier los? Das beste Make-up und das funktioniert so toll. Und wenn ich das trage, finde ich, sehe ich immer richtig gut aus.
Diese ist jetzt hier von BH Cosmetics, diese mit der ganz feinen Spitze. Dann habe ich hier noch diesen von NYX. Und ja, damit male ich mir aktuell so Härchen. Wie schon gesagt, ich habe hier ganz viele Haare verloren durch meinen kreisrunden Haarausfall. Kann auch sein, dass ich bald gar keine Brauen mehr wieder habe. Who knows? Und damit male ich jetzt immer so Härchen nach. So schaut das jetzt aus. Sieht halt dann wie so ein Microblading aus. Das ist jetzt die Farbe Lush Espresso. Ich finde allerdings von NYX halt der nicht so gut. Zum Beispiel der von BH Cosmetics ist wasserfest. Aber letztes Mal war mir das irgendwie zu, das ist Dark Brown, war mir das zu dunkel. Dadurch, dass ich jetzt noch nicht weiß, welche Haarfarbe ich heute jetzt nehme, mache ich jetzt noch kein Puder drauf, weil ich habe irgendwie Lust, heute als heiße Rothaarige mit großen Brüsten zu gehen und einen dicken Hintern. Das sieht alles super aus, das können wir auf jeden Fall so lassen. Ich überlege mir jetzt nur mal, was ich mit den Haaren mache. Auf jeden Fall würde ich Puder auftragen und danach dieses Augenbrauengel, das ist das Beste. Also das hält die wirklich da, wo sie sein sollten. Dann nehme ich jetzt hier nochmal diesen Alverde Highlighter und trage mir den so ein bisschen schon mal hier unter die Braue auf. So, und dann habe ich mir das hier geholt von Amazon. Das ist eine Wimpernzange, die warm wird. Und man hat da 3 Stufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es echt gut. Also das curlt die Wimpern auf jeden Fall krasser als eine normale Wimpernzange. Ob es jetzt länger hält, kann ich jetzt nicht so sagen. Aber ich finde dann, wenn ich Mascara auftrage, sieht es immer richtig gut aus. Und hier seht ihr schon, jetzt wird es hier heller. Daran sieht man dann, wenn die aufgeheizt ist. Und da habe ich euch unten markiert. So, das gute Stück ist aufgeheizt. Und ich muss dazu sagen, das ist jetzt schon meine zweite Wimpernzange. Ich hatte noch eine andere, aber die fand ich nicht so gut, weil da war der Bogen hier zu groß. Und das ist immer hier gegen meinen Knochen gestoßen. Die ist aber wirklich super. Wie man sehen kann, macht die echt einen schönen Schwung. Ich habe jetzt auch mir von Amazon halt kann man Wimpern-Extensions machen. Das habe ich zum ersten Mal ausprobiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Drunterkleben, ich fand es schon cool. Ich habe es aber mit normalen Wimpernkleber gemacht und das Nachlösen war der Horror. Deswegen, und ich habe jetzt keinen so einen permanenten Kleber. Ich kann mich damit immer noch nicht so anfreunden. Aber die habe ich euch auch mal markiert. Also falls ihr irgendwie so das selber macht, diese Wimpernverlängerung, dann sind die echt schön. Also die Wimpern finde ich echt gut. Ich benutze für oben halt immer diese blaue hier von Essence. Die ist aber alle, die kommt jetzt mal weg. Und für unten nehme ich hier diese kleine, weil die so ein kleineres Bürstchen hat. Und beide wasserfest. Ich habe natürlich hier Ersatz dabei. Genau, das hatte ich auch. Das kann ich auch noch hinbekommen. Der Wimpernkleber ist auch an. Tada! Ja, das ist es geworden. Ich muss sagen, hier, ich habe in diese Perücke hier so Tape-Extensions reingemacht. Und also in der Kamera sieht man das voll, aber in echt, also so durch meine Augen sieht es halt nicht so aus. Sieht es eigentlich aus, als ob es eins wäre. Naja. Und das ist auf jeden Fall der fertige Look. Ich versuche das hier nochmal so ein bisschen zu verbinden irgendwie. Und das wäre jetzt wieder so ein Look, um sich hinzusetzen und ein YouTube-Video zu drehen. Ich habe mir auch noch Sommersprossen gemacht. Aber
ja, keine Zeit, ne? Keine Zeit. Ich bin sowieso schon wieder zu spät und naja, ich werde jetzt mal eine Tasche packen und dann geht's los. Ja, wir haben Montag und ich war heute schon im Büro und bin jetzt wieder zu Hause und wasche jetzt gerade eine Wäsche. Eigentlich sollte das ein Wochenend-Vlog werden, aber ich habe gestern gar nichts gevloggt und ich habe auch total vergessen, am Samstag ein bisschen zu vloggen. Ich war ja bei dieser Verabschiedung von meinem ehemaligen Kollegen, also ich bin da gar nicht mehr in der Abteilung. Und der wechselt jetzt in eine andere Abteilung, hat uns eingeladen und deswegen war ich halt da. Und wie es dann so war, waren wir dann noch spontan ein bisschen tanzen und es ging alles ein bisschen länger. Und dann war ich gestern ja ein bisschen wieder mal gerädert und ihr wisst ja, ich mag das gar nicht. Und ja, die letzten 2, 3 Wochenende waren ziemlich krass für mich gefühlt, weil ich seit Silvester gar nicht mehr weg war. Und das eine Wochenende habe ich gespielt, da war ich ziemlich lange unterwegs noch. Dann letztes Wochenende auch spontan. Dieses Wochenende, also das jetzt auch schon wieder und sorry, das ist ein bisschen too much. Ja, und jetzt haben wir so einen richtigen Montag. Obwohl es mir heute wieder besser geht, fühle ich mich zwar immer noch nicht so toll, man kennt es und ja, ich muss jetzt noch ein paar Sachen machen und wollte euch noch mal so ein paar Amazon-Sachen zeigen, die ich mir in letzter Zeit geholt habe, die ich ganz cool finde. Es kommt heute auch noch eine Amazon-Bestellung an. Ich will nämlich im Badezimmer noch so ein bisschen was verändern und ich dachte, das machen wir dann halt zusammen, denn ich will so einen Schutzvorhang für unser Fenster machen, denn ich habe so das Gefühl, der Fensterrahmen fängt leider an zu schimmeln, weil der immer nass wird und ich will da jetzt so einen Duschvorhang vormachen, dass der so ein bisschen geschützt ist, weil sonst, wenn wir duschen, geht alles aufs Fenster drauf, ne? So, schaut mal, was gerade gekommen ist. Ich habe gerade gesehen, das eine Teil, was ich bestellt habe fürs Badezimmer, da hat sich das verschoben. Das kommt wohl erst am 29., also am Donnerstag. Aber ist nicht schlimm. Da machen wir das. Ja, mal gucken. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob ich das dann noch hier einbauen kann. Dann habe ich mir den Jumper für den Sport bestellt. Mal gucken, ob ich da reinpasse, obwohl es eine L ist. Können wir mal zusammen anprobieren, ne? Ja, das ist der Anzug. Was soll ich sagen? Also ich bin 1,75. Es gab den nur in L. Das war die größte Größe. Er sitzt sehr eng. Es ist aber ein schöner, dicker, fester Stoff. Es macht auch einen schönen Booty. Und ich glaube, es ist ganz gut für ein Sport, weil es halt auch so fest ist. Hält es halt gut. Und es macht halt auch nicht so eine extreme Camel Toe oder so, gefällt mir, aber eine große Größe, also XL wäre mir lieber gewesen. Aber ich glaube, ich kann die Beine auch noch ein bisschen nach oben ziehen weiter. Aber ist schön. Also gefällt mir echt gut. Werde ich auf jeden Fall zum Sport anziehen, weil das Tolle ist halt, ist alles in einem. Und bin ich angezogen, ne? Ich würde den sogar so draußen anziehen, glaube ich. Weil der ist echt cool. Schade, dass es den nicht noch eine große Größe gab. Es sind natürlich asiatische Größen und wir wissen ja, die sind immer ein bisschen klein. Ne? Da muss ich immer XXL nehmen oder sowas. Und jetzt im Video sehe ich es auch.
Also man fängt es auch jetzt endlich an zu sehen. Ich habe ja 4 Kilo abgenommen, müssen noch 2, 3 Kilo runter und schön, gefällt mir. I like it. Wir haben den nächsten Tag und ich habe jetzt gerade hier oben das ist so eine Klemmstange angebracht und dann diesen Duschvorhang. Es ist ja so, wir haben hier eine Wanne und da haben wir das Glas. Und das Problem ist halt, wenn wir duschen, das ganze Fenster wird nass. Immer. Und am Anfang fand ich das nicht so schlimm, aber ich finde, man sieht jetzt hier unten, das fängt halt an zu schimmeln. Und deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen am Überlegen, war meine Überlegung, dass ich halt diesen Duschvorhang davor mache, wenn wir duschen. Und dass das Fenster nicht immer nass wird. Ich werde den, glaube ich, abschneiden, so bis zur Fensterbank kürzen, denke ich, weil ich möchte nicht, dass das so an der Wanne hängt. Weil das ist ein bisschen komisch, ne? Ja, ich habe es dann jetzt gekürzt. Jetzt gefällt mir das auch besser. Und genau, und dann werden wir das jetzt halt ich muss das jetzt hier nochmal alles ordentlich reinigen. Das mache ich später noch. Und dann werden wir halt, wenn wir halt duschen gehen, das dann halt immer davor ziehen, damit dann das Fenster nicht mehr so nass wird. Ich will jetzt hier auch nochmal so eine neue Folie holen, weil die ist halt gar nicht blickdicht. Und will die dann noch so ein bisschen höher auch anbringen. Aber generell gefällt mir das so ganz gut. Mal gucken. Falls es mich irgendwann anfängt zu nerven, nehme ich es weg. Aber ich glaube, das ist eine gute Lösung, um das Fenster so ein bisschen vor der Feuchtigkeit zu schützen. Ich bin wieder zu Hause nach meinem 10 Kilometer Spaziergang. Und ich habe da nur mein Rezept. Ich war auch noch bei New York, habe da auch ein richtig cooles Outfit noch gesehen. Aber ich habe gedacht, so nee, ich kaufe das jetzt nicht. Ich warte, bis ich mein nächstes Gehalt bekomme. Nicht, dass ich es mir nicht leisten könnte, aber ich habe schon so viele Anziehsachen und irgendwie habe ich so die Angewohnheit, wenn es mir, also es geht mir nicht schlecht, es geht mir gut, aber wenn ich irgendwie nicht so gut drauf bin, dann heitert mich das auf, einkaufen zu gehen. Und das finde ich immer nicht gut. Aber gut, dass meine Amazon-Bestellungen angekommen sind. Ich habe euch das ja heute mit dem Duschvorhang schon gezeigt und ich bin da eigentlich ganz happy mit. Ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, sozusagen das zu schützen. Und ich will dann auch nochmal unsere Badschubladen sortieren, weil ich habe da so Boxen, aber die sind mit Deckel und ich finde das immer total nervig, das so auf und zu machen. Und deswegen habe ich jetzt solche Sachen hier bestellt. Ja, das sind so kleinere Boxen. Bin sehr gespannt, wie viele ich davon einsortieren kann. Und dann will ich halt gucken, dass ich sozusagen da dann Medikamente und Zahnbürsten, Sachen etc. alles so lagern kann. Aber dann immer gleich zugreifen kann. Gut, das hat natürlich jetzt wieder den Nachteil, wenn es keinen Deckel hat, dass es voll Staub. Aber gut, kann ja auch nicht alles haben, ne? Kann auch nicht alles haben, aber es sieht ganz cool aus. So, jetzt geht's an die Schubladen. Aktuell schaut es so aus und das gefällt mir halt nicht, weil immer wenn ich an die Box ran muss ich das rausnehmen, öffnen. Und es wäre einfach schön, wenn man so reingreifen könnte. Ja, ich glaube, das wird hiermit gut gehen.
schaut's jetzt aus. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt alle benötige. Ich werde jetzt erstmal versuchen, da Sachen einzuräumen. Und dann gucken wir mal, was übrig bleibt. Und vielleicht kann ich dann auch noch für oben was nutzen. So, ich bin fertig. Und so schaut's jetzt aus. Gefällt mir viel, viel besser. Und oben schaut so aus. Wir haben den nächsten Tag und es ist heute so traumhaftes Wetter. Ich wünsche, ihr könntet das sehen und ich hoffe, bei euch scheint die Sonne genauso wie hier gerade. Es ist so schön und es motiviert mich. Und wisst ihr, kennt ihr das? Merkt ihr, die Sonne fängt langsam an, wärmer zu werden. Also man merkt richtig so die Wärme, wenn man Sonnenstrahlen abbekommt, finde ich voll cute. Und I love it. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde den Vlog nämlich jetzt hier beenden. Der geht auch schon ziemlich lange. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt ihr jetzt in die Kommentare Mausejule, weil dann weiß ich, dass ihr das ganze Video geschaut habt. Also alle, die bis hierhin geschaut haben, bitte Mausejule in die Kommentare schreiben. Und ja, und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von mir sehen wollt als nächstes. Ob euch die Vlogs reichen oder ihr andere Videowünsche habt. Let me know. Your wish is my command. Und ja, mir hat es auf jeden Fall wieder sehr Spaß gemacht und ich gelobe Besserung. Der nächste Vlog wird schneller kommen und nicht wieder 4 Wochen. Aber also für mich, diese Vlogs sind immer so ein bisschen für mich am einfachsten zu machen, weil ich natürlich auch noch Vollzeit arbeite und man hat ja auch privat so ein paar Sachen immer zu tun. Dann ist das immer ein bisschen schwierig, aber Vlogs liebe ich einfach und ich hoffe, ihr auch. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Abo nicht vergessen, falls du noch hier gelandet bist. Schaut euch die Werbung an. Unterstützt mich ein bisschen, ja. Und ja, und vielen, 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 vielen Dank für euren Support. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann!